Der Mai fühlt sich im Garten oft an wie ein echter Startschuss. Die Tage sind länger, die Sonne hat mehr Kraft, überall treiben Pflanzen aus, Beete werden vorbereitet und vieles wirkt plötzlich möglich. Nach den kühleren Wochen davor entsteht jetzt schnell das Gefühl, dass alles sofort passieren muss. Tomaten sollen raus, Gurken warten auf ihren Platz, Zucchini und Kürbis wirken kräftig genug. Salat, Kohl, Bohnen und Kräuter sollen endlich wachsen. Doch genau dieser Moment ist im Garten besonders empfindlich. Denn der Mai ist nicht nur ein Monat des Pflanzens, er ist auch ein Monat der Übergänge. Die Tage können schon warm sein, aber die Nächte bleiben manchmal kühl. Der Boden erwärmt sich langsam, aber nicht überall gleich. Jungpflanzen sehen oft kräftiger aus, als sie wirklich sind. Viele Fehler im Mai sieht man deshalb nicht sofort. Am Anfang wirkt alles gut, die Pflanzen stehen im Beet. Die Erde ist frisch vorbereitet. Der Garten sieht nach Aufbruch aus. Doch ein paar Wochen später zeigen sich die Folgen. Pflanzen wachsen langsamer. Blätter werden gelb. Setzlinge bleiben stehen. Schnecken richten Schaden an. Oder Beete werden so dicht, dass Luft und Licht fehlen. Darum lohnt es sich, den Mai nicht hektisch anzugehen. Es geht nicht darum, möglichst schnell alles zu erledigen. Es geht darum, die jungen Pflanzen gut zu begleiten. Denn was im Mai falsch beginnt, muss der Garten später oft mühsam ausgleichen. Gehen Sie es mit Geduld an. Fehler 1: Empfindliche Pflanzen zu früh raussetzen. Der erste große Fehler im Mai passiert oft aus Vorfreude. Viele Jungpflanzen stehen schon bereit, sie sehen kräftig aus, die Blätter sind gut entwickelt und nach den ersten warmen Tagen wirkt es so, als könnten sie endlich ins Beet. Besonders bei Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis, Paprika und Chili ist diese Versuchung groß. Doch gerade diese Pflanzen sind empfindlich. Sie kommen ursprünglich aus wärmeren Bedingungen oder wurden zumindest geschützt vorgezogen. Auf der Fensterbank, im Haus, im Gewächshaus oder unter Folie. Hatten sie es meist deutlich gleichmäßiger als draußen. Im Garten ist das anders. Ein sonniger Maitag kann sehr warm sein. Aber die Nacht danach kann noch kühl werden. Und nicht nur die Lufttemperatur zählt. Auch der Boden muss warm genug sein. Wenn empfindliche Pflanzen in kalte Erde gesetzt werden, wachsen sie oft nicht richtig weiter. Sie bleiben stehen. Die Blätter können heller werden. Manchmal wirken die Pflanzen tagelang kraftlos, obwohl sie eigentlich gesund waren. Das ist kein richtiger Frostschaden, aber es ist Stress und dieser Stress kostet Zeit. Eine Pflanze, die zu früh nach draußen kommt, braucht später oft länger, um sich zu erholen. Der scheinbare Vorsprung geht dann wieder verloren, darum ist es im Mai besser, nicht nur auf den Kalender zu schauen. Wichtiger sind die Nächte, der Boden, der Standort und der Schutz vor kaltem Wind. Wenn die Nächte noch sehr kühl sind, dürfen empfindliche Pflanzen ruhig noch ein paar Tage warten. Manchmal ist eine Woche später Pflanzen. Im Mai die bessere Entscheidung. Nicht, weil man trödelt, sondern weil die Pflanze dann wirklich bereit ist. Fehler 2: Jungpflanzen nicht abhärten. Der zweite Fehler hängt direkt mit dem ersten zusammen. Viele Jungpflanzen werden im Haus, auf der Fensterbank oder im Gewächshaus vorgezogen. Dort wachsen sie geschützt. Die Temperaturen sind gleichmäßiger, der Wind fehlt fast völlig. Und auch das Licht ist anders als draußen im Garten. Wenn solche Pflanzen von einem Tag auf den anderen direkt ins Beet gesetzt werden, ist das für sie ein großer Wechsel. Draußen ist die Sonne stärker. Der Wind bewegt die Blätter. Die Temperaturen schwanken stärker zwischen Tag und Nacht. Und manchmal kommt noch kalter Regen dazu. Für junge Pflanzen bedeutet das Stress. Die Blätter können helle Flecken bekommen. Manche Pflanzen lassen die Blätter hängen. Andere wachsen für mehrere Tage kaum weiter. Das passiert nicht, weil die Pflanze schlecht ist. Sie war nur noch nicht an das Leben draußen gewöhnt. Deshalb ist das Abhärten so wichtig. Dabei stellt man Jungpflanzen nicht sofort dauerhaft ins Beet, sondern gewöhnt sie Schritt für Schritt an die Bedingungen im Freien. Am Anfang reicht ein geschützter Platz im Halbschatten, nur für ein paar Stunden, ohne starke Mittagssonne, ohne kalten Wind. Dann bleiben die Pflanzen jeden Tag etwas länger draußen. Nach und nach vertragen sie mehr Licht, mehr Luftbewegung und größere Temperaturschwankungen. Kühle Nächte sollten sie am Anfang trotzdem noch geschützt verbringen. So entwickelt sich die Pflanze ruhiger und stabiler. Abhärten klingt nach einem kleinen Zwischenschritt, aber im Mai kann dieser darüber entscheiden, ob eine Pflanze kräftig weiterwächst. Eine gut abgehärtete Pflanze kommt nicht einfach nur früher ins Beet, sie kommt besser an.
Fehler 3. Falsch gießen im Mai. Der dritte Fehler passiert beim Gießen. Im Mai wird oft viel gepflanzt und gesät. Und natürlich möchte man, dass alles gut anwächst. Darum greifen viele schnell zur Gießkanne. Das ist grundsätzlich richtig. Junge Pflanzen brauchen nach dem Setzen Feuchtigkeit. Frisch gesäte Reihen dürfen nicht austrocknen. Und besonders in Hochbeeten oder lockerer Erde kann Wasser schnell verschwinden. Der Fehler liegt meist nicht darin, dass gegossen wird. Der Fehler liegt darin, wie gegossen wird. Viele gießen jeden Tag ein bisschen. Die Oberfläche sieht danach feucht aus, aber tiefer im Boden kommt oft kaum Wasser an. Die Pflanze findet das Wasser dann nur oben und genau dort bildet sie auch ihre Wurzeln. Das kann später zum Problem werden. Wenn die Sonne stärker wird und die obere Erdschicht austrocknet, geraten solche Pflanzen schneller in Stress. Besser ist es, seltener, aber gründlicher zu gießen. Das Wasser soll nicht nur die Oberfläche benetzen, es soll tiefer in den Boden einziehen. So werden die Wurzeln angeregt, ebenfalls tiefer zu wachsen. Und genau das macht Pflanzen später widerstandsfähiger. Auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle. Morgens ist das Gießen meistens am besten. Die Pflanzen können das Wasser aufnehmen, bevor die starke Sonne kommt. Und falls Blätter nass werden, trocknen sie im Laufe des Tages wieder ab. Abends zu gießen kann funktionieren, aber bei kühlen Nächten bleibt Feuchtigkeit oft länger stehen. Das kann Pilzkrankheiten begünstigen. Deshalb gilt im Mai, nicht hektisch jeden Tag ein bisschen gießen. Lieber ruhig prüfen, ob der Boden wirklich Wasser braucht. Ein Finger in der Erde sagt oft mehr als der Blick auf die Oberfläche, denn die Oberfläche kann trocken wirken. Während darunter noch genug Feuchtigkeit vorhanden ist. Gutes Gießen bedeutet nicht, möglichst oft Wasser zu geben. Gutes Gießen bedeutet, die Pflanze dazu zu bringen, stabile Wurzeln zu bilden. Fehler 4. Zu viel düngen. Der vierte Fehler entsteht oft aus guter Absicht. Im Mai sollen die Pflanzen kräftig starten, sie sollen schnell wachsen, sie sollen gesund aussehen. Und natürlich wünscht man sich später eine gute Ernte. Deshalb wird jetzt häufig gedüngt. Ein bisschen Kompost hier, etwas Flüssigdünger dort, vielleicht noch Hornspäne, Brennnesseljauche oder ein anderer organischer Dünger. Doch gerade im Mai ist zu viel Dünger nicht immer hilfreich. Junge Pflanzen brauchen zuerst etwas anderes. Sie brauchen Zeit zum Anwachsen. Sie brauchen stabile Wurzeln. Und sie brauchen einen Boden, der nicht überfordert ist. Wenn zu früh zu stark gedüngt wird, kann das Wachstum unausgewogen werden. Manche Pflanzen bilden dann viel weiches Blattgrün. Das sieht zunächst gesund aus. Aber dieses weiche Wachstum ist oft anfälliger für Schädlinge, Krankheiten und Trockenstress. Andere Pflanzen reagieren empfindlich auf zu viele Nährstoffe im Wurzelbereich. Gerade in Kübeln, Hochbeeten oder frisch vorbereiteten Beeten kann das schnell passieren. Der Boden ist im Mai oft schon gut versorgt, wenn im Frühjahr Kompost eingearbeitet wurde. Dann braucht es nicht sofort noch mehr. Besser ist eine ruhige Grundversorgung. Reifer Kompost, eine gute Bodenstruktur, genügend Feuchtigkeit und aktives Bodenleben. Das ist für viele Pflanzen wertvoller als ein schneller Nährstoffschub. Düngen ist nicht falsch, aber es sollte zur Pflanze, zum Boden und zum Zeitpunkt passen. Starkzehrer wie Tomaten, Kürbis oder Zucchini brauchen später durchaus Nährstoffe. Aber auch sie müssen zuerst gut anwachsen. Im Mai lohnt es sich deshalb, genau hinzuschauen. Wirkt die Pflanze stabil? Ist die Erde bereits nährstoffreich? Wurde Kompost gegeben? Oder zeigt die Pflanze wirklich einen Mangel? Nicht jede junge Pflanze braucht sofort Dünger. Manchmal ist Zurückhaltung die bessere Pflege. Denn ein gesunder Start entsteht nicht durch möglichst viele Nährstoffe. Er entsteht durch ein Gleichgewicht aus Boden, Wasser, Wärme und Wachstum. Fehler 5. Beete zu dicht bepflanzen. Der 5. Fehler passiert im Mai besonders leicht. Die Jungpflanzen sind noch klein. Ein Salat wirkt harmlos. Eine Zucchini sieht noch überschaubar aus. Auch Kohl, Kürbis, Mangold oder Tomaten nehmen am Anfang scheinbar kaum Platz weg. Und genau deshalb werden Beete oft zu dicht bepflanzt. Am Anfang sieht das sogar schön aus. Das Beet wirkt voll. Alles scheint gut genutzt. Keine Fläche bleibt leer. Doch Pflanzen wachsen nicht nur nach oben. Sie wachsen auch in die Breite. Ihre Blätter werden größer. Ihre Wurzeln breiten sich aus. Und nach wenigen Wochen sieht ein Beet oft ganz anders aus als am Pflanztag. Was im Mai noch großzügig wirkt, kann im Juni schon viel zu eng sein.
Dann konkurrieren die Pflanzen um Licht. Sie nehmen sich gegenseitig Luft. Der Boden trocknet an manchen Stellen schneller aus und zwischen den Blättern bleibt Feuchtigkeit länger stehen. Gerade diese stehende Feuchtigkeit kann später Krankheiten begünstigen. Auch die Pflege wird schwieriger. Man kommt schlechter zum Gießen, Mulchen wird umständlicher. Unkraut lässt sich schwerer entfernen und einzelne Pflanzen können kaum noch kontrolliert werden. Darum lohnt es sich beim Pflanzen nicht nur an die Größe von heute zu denken. Wichtiger ist die Größe, die eine Pflanze in einigen Wochen erreicht. Eine Zucchini braucht deutlich mehr Raum, als ein kleiner Setzling vermuten lässt. Tomaten brauchen Luft zwischen den Pflanzen. Auch Salate wachsen besser, wenn sie sich nicht gegenseitig bedrängen. Ein Beet darf im Mai ruhig noch etwas offen aussehen. Das wirkt vielleicht zunächst ungewohnt. Aber diese freien Stellen sind kein Fehler. Sie sind Wachstumsraum. Und genau dieser Raum entscheidet später oft darüber, ob Pflanzen gesund, kräftig und gut belüftet wachsen können. Fehler 6. Schnecken unterschätzen. Der 6. Fehler zeigt sich im Mai oft über Nacht. Am Abend steht noch alles gut im Beet. Die jungen Salatpflanzen sehen frisch aus. Die Dahlien treiben aus. Zucchini, Kürbis oder Kohl wirken stabil. Und am nächsten Morgen fehlt plötzlich ein Blatt. Oder eine ganze Pflanze ist verschwunden. Gerade im Mai können Schnecken sehr schnell zum Problem werden. Der Boden ist oft feucht, die Temperaturen steigen. Und überall stehen junge, weiche Pflanzen im Beet. Für Schnecken ist das eine ideale Zeit. Besonders gefährdet sind frisch gesetzte Jungpflanzen wie Salat, Kohl, Kürbis, Zucchini, Sonnenblumen und Dahlien. Der Fehler ist nicht, dass es Schnecken im Garten gibt. Sie gehören zum natürlichen Kreislauf dazu. Der Fehler ist, sie zu spät ernst zu nehmen. Viele reagieren erst, wenn der Schaden schon sichtbar ist. Im Mai lohnt sich deshalb Vorbeugung. Kontrolliere besonders nach Regen. Schau morgens oder abends in gefährdete Bereiche. Achte auf feuchte Ecken, dichte Mulchstellen, Bretter oder Töpfe. Dort finden Schnecken tagsüber Schutz. Bei besonders empfindlichen Pflanzen können Schneckenkragen helfen. Auch Barrieren oder regelmäßiges Absammeln können den Schaden deutlich reduzieren. Wichtig ist vor allem der richtige Zeitpunkt. Schneckenabwehr beginnt dann, wenn die jungen Pflanzen ins Beet kommen. Gerade die ersten 2 bis 3 Wochen sind entscheidend. Wenn Pflanzen diese Startphase überstehen, werden sie kräftiger. Im Mai geht es darum, junge Pflanzen in ihrer empfindlichsten Phase zu schützen, damit sie kräftig weiter wachsen können. Fehler 7. Den Boden ungeschützt lassen. Der 7. Fehler betrifft nicht direkt die Pflanze. Er betrifft den Boden. Im Mai wird viel gepflanzt, gesät und vorbereitet. Dabei bleibt die Erde zwischen den Pflanzen oft offen liegen. Am Anfang wirkt das ordentlich. Man sieht die Reihen, man sieht die kleinen Pflanzen. Das Beet sieht sauber und frisch aus. Doch offene Erde ist empfindlich. Die Sonne scheint direkt auf die Oberfläche. Wind zieht Feuchtigkeit aus dem Boden. Starker Regen kann die Erde verschlemmen. Und mit jedem warmen Tag trocknet die obere Schicht schneller aus. Gerade im Mai kann das schnell passieren. Die Pflanzen sind noch klein, ihre Blätter beschatten den Boden kaum. Die Wurzeln reichen noch nicht tief. Und genau deshalb brauchen sie ein möglichst stabiles Umfeld. Eine leichte Mulchschicht kann hier viel bewirken, zum Beispiel aus Rasenschnitt, aus Laubkompost, aus Stroh oder aus fein gehäckselten Pflanzenresten. Diese Schicht schützt den Boden wie eine Decke. Sie hält Feuchtigkeit länger im Beet. Sie verhindert starke Temperaturschwankungen und sie liefert mit der Zeit organisches Material für das Bodenleben. Wichtig ist nur, nicht zu dick zu mulchen. Gerade bei jungen Pflanzen reicht eine dünne, lockere Schicht völlig aus. Direkt am Pflanzenstängel sollte etwas Abstand bleiben. So staut sich dort keine dauerhafte Feuchtigkeit. Mulch soll schützen, nicht ersticken. Auch frisch gesäte Reihen sollten nicht komplett zugedeckt werden. Dort braucht es Licht, Luft und eine feine Oberfläche, damit die Keimlinge gut auflaufen können. Darum ist Bodenschutz im Mai immer eine Frage des richtigen Maßes. Offene Erde ist nicht automatisch schlecht, aber dauerhaft ungeschützter Boden verliert schneller Feuchtigkeit und Struktur. Ein geschützter Boden bleibt lebendiger. Und je lebendiger der Boden bleibt, desto leichter haben es später auch die Pflanzen. Wenn man diese Fehler im Mai zusammen betrachtet, wirken sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Zu früh pflanzen, nicht abhärten, falsch gießen, zu viel düngen, zu eng setzen, Schnecken unterschätzen,
den Boden offen liegen lassen. Doch im Kern führen sie alle zum gleichen Problem. Sie bringen junge Pflanzen in Stress. Und genau diese Startphase ist im Garten besonders empfindlich. Eine frisch gesetzte Pflanze muss sich erst mit ihrem neuen Standort verbinden. Sie muss neue Wurzeln bilden. Sie muss sich an Licht, Wind, Temperatur und Boden gewöhnen. Und sie muss gleichzeitig weiter wachsen. Wenn in dieser Phase zu viele Belastungen zusammenkommen, kostet das Kraft. Die Pflanze stirbt nicht unbedingt ab, aber sie kommt langsamer in Gang. Sie bleibt kleiner, sie wird anfälliger. Oder sie braucht Wochen, um den Rückstand wieder aufzuholen. Das sieht man oft erst später. Im Mai entsteht der Stress, im Juni zeigt sich das schwächere Wachstum und im Sommer merkt man es manchmal an der Ernte. Darum ist der Mai kein Monat für Hektik. Er ist ein Monat für gutes Beobachten. Wie entwickelt sich die Pflanze? Wie fühlt sich der Boden an? Wie feucht ist die Erde unter der Oberfläche? Wie stark kühlen die Nächte noch ab? Diese kleinen Beobachtungen sind oft wertvoller als jeder schnelle Gartentipp. Denn ein gesunder Garten entsteht nicht dadurch, dass man besonders viel macht. Er entsteht dadurch, dass man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tut. Und manchmal bedeutet das auch, einen Schritt langsamer zu gehen. Der Mai ist ein Monat voller Möglichkeiten. Alles wirkt lebendig, alles scheint bereit. Und überall im Garten entsteht das Gefühl, dass jetzt etwas beginnen darf. Doch gerade deshalb lohnt es sich, ruhig zu bleiben. Nicht jede Pflanze muss sofort ins Beet. Nicht jedes Beet muss sofort vollständig gefüllt sein. Nicht jeder freie Bodenstreifen ist ein Problem. Und nicht jede junge Pflanze braucht sofort zusätzliche Nährstoffe. Oft sind es die einfachen Dinge, die im Mai den größten Unterschied machen. Ein paar Tage Geduld, ein geschützter Standort, ein ruhiges Angießen, etwas Abstand zwischen den Pflanzen, ein wachsamer Blick auf Schnecken und ein Boden, der nicht offen austrocknet. So entsteht ein guter Start, nicht durch Hektik, sondern durch Aufmerksamkeit. Der Garten zeigt meistens sehr genau, was er braucht. Man muss nur rechtzeitig hinsehen. Wenn junge Pflanzen im Mai gut anwachsen, können sie den Sommer deutlich kräftiger erreichen. Dann ist später weniger Reparatur nötig, weniger Nachpflanzen, weniger Stress. Und genau darum geht es beim Gärtnern. Nicht alles perfekt zu machen, sondern die Bedingungen so zu gestalten, dass Pflanzen gesund wachsen können. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.